On his time, zu seiner Zeit. we're activated to go on today. Da sind wir aktiviert, loszugehen. Good morning. Guten Morgen. Molecular biology of living soul. Die Molekularbiologie der lebendigen Seele. It's a very intriguing topic, isn't it? Yeah. Das ist ein sehr, ein Thema, was uns wirklich zum Nachdenken bringt. Yeah. Yesterday, all day long, I used this. Gestern habe ich den ganzen Tag dieses Ding hier gebraucht. Very interesting, right? Es ist sehr interessant. Activation and deactivation, condensation, decondensation. Die Aktivierung und Deaktivierung, Kondensation und Dekondensation. This kind of change of the function and the structure requires definitely energy from outside. Diese Veränderung der Struktur des Gens braucht sicherlich Energie von außen. Because not a thing in this universe can change themselves. Denn nichts in diesem Universum kann sich selber ändern. Anything requires energy coming from outside Jedes Ding braucht Energie, die von außen kommt, to change. um zu verändern. And so this kind of concept Und dieses Konzept is a clear concept. It's very important to understand and to establish the theology of righteousness by faith. Dieses Konzept ist sehr wichtig zu verstehen, um eigentlich die Theologie der Gerechtigkeit durch den Glauben aufnehmen zu können. In other words, not a thing in this universe can do anything by themselves. Also wir sagen, nichts in diesem Universum, kein Ding kann irgendetwas in sich selbst tun. Jesus says, without me, you can do nothing. Und Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. See, that's true. Und das ist wahr. It's a physically true. Das ist eine rein physische Wahrheit. Yeah, chemically true. Das ist chemisch gesehen wahr. Yeah. So today I can go back to this kind of concept again Heute kann ich wieder zu diesem Konzept zurückgehen, and understand us, um uns zu verstehen. especially in relationship to the power of God. Besonders in der Beziehung zu der Macht Gottes. To do the New Start program, Um das New Start-Programm zu tun, you have to be sure this relationship, the energy and the matter relationship, da muss diese Beziehung zwischen der Energie und der Materie klar sein. this matter cannot do anything for themselves. Diese Materie kann nichts in sich selber tun. This matter requires energy coming from outside. Diese Materie braucht Energie, die von außen kommt. So this is a physical principle, Das ist ein physisches Prinzip, but this is also a spiritual principle. aber das ist auch ein geistliches Prinzip. Spirituality and the science is really same. Das Geistliche und das Materielle, das ist eigentlich dasselbe. That's why Ellen White says a law of nature and the law of God goes hand in hand. Und deshalb hat Ege White auch gesagt, das Gesetz Gottes und das Gesetz der Natur, das geht eigentlich Hand in Hand. The reason why I'm so interested in Ellen White is Und der Grund, warum ich an Ellen White so viel Interesse habe, because she look at the Bible just like I do. das ist, weil sie die Bibel so anschaut, wie ich das auch tue. She look at the Bible as a science. Sie schaut die Bibel als eine Wissenschaft auch an. You know, if you read Ministry of Healing, you know what she even says? Wenn man das Buch in den Fußspuren des großen Arztes oder die andere Übersetzung Der Weg zur Gesundheit liest, da wissen Sie, was ich sage. She says if a scientist does not know God, Wenn ein Wissenschaftler Gott nicht kennt, then that scientist cannot understand science properly. dann kann dieser Wissenschaftler die Wissenschaft eigentlich nicht richtig verstehen. Of course, I have been scientist all my life. Sicherlich bin ich das ganze Leben lang Wissenschaftler gewesen. After knowing God since 1982, Aber nachdem ich Gott kennenlernte, und das war 1982, finally I can understand the molecular biology better. da kann ich schließlich die Mikrobiologie ganz anders verstehen. How gene works better. Wie ein Gen arbeitet, verstehe ich besser. Ellen White says only Christian can truly comprehend true depth of science. Und Ege White sagte, auch nur ein Christ kann die wirkliche Tiefe der Wissenschaft echt verstehen. Well, amen for that. Ich dachte dazu Amen. Yeah.
And so this, again, I want you to stay on the concept, the clear concept, the simplistic concept, the relationship between matter and energy. Und ich möchte, dass ihr bei diesem einfachen Prinzip bleibt, diese Beziehung zwischen Energie und Materie. Right? Okay. Now, I explained about photon yesterday. Ich habe gestern Abend über die Photone etwas erklärt. So let me make a photon a little bit more clear right now. Ich möchte das jetzt noch ein bisschen klarer bringen. What do you mean by photon? Was meinen wir mit Photonen? The photon, when sun shines, we're receiving photon from the sun. Wenn zum Beispiel die Sonne scheint, dann empfangen wir Photone von der Sonne. All right, let's say this is an iron bar. Angenommen, das ist jetzt so eine Eisenstange. Well, this is plastic actually, but Das ist let's say jetzt this is iron. Plastik, aber wir sagen jetzt mal, angenommen, das ist ein Stück Eisenstange. A cold, hard iron bar. Kaltes, hartes Eisen. Okay. How can you make this iron bar shine? Wie kann man dafür sorgen, dass dieser kalte, harte Eisenstab anfängt zu leuchten? Can iron bar themselves says, then they can shine? Kann sich so eine Eisenstange so richtig anstrengen und dann scheinen? That we call righteousness by works. Also das nennen wir Gerechtigkeit durch Werke. That they're trying to shine themselves, right? Also die Zeit selber zu scheinen. Yeah. Righteousness by faith principle is Das Prinzip der Gerechtigkeit durch den Glauben ist, this iron bar realizes that it cannot shine itself. dieser Eisenstange merkt, also ich kann selber nicht scheinen. Its own works cannot do anything. Die eigenen Werke können nichts ausrichten dabei. It must receive the heat from outside. Da muss Hitze von draußen dran kommen. When it is heated enough, Und wenn es genug aufgeheizt wurde, then the iron atom. dann werden die Eisenatome, Okay, let's draw a picture here. ich sollte da mal ein kleines Bild aufmalen. Oop, my tail. Okay, here's iron atom. Ein Eisenatom, This is the nucleus of iron atom, das soll jetzt der Kern eines Eisenatoms sein. and around the nucleus there's what? What's circling Und around? was kreist um so einen Atomkern herum? Electron, right? Elektronen. Electron. I don't know how many electrons on the iron atom, but there's. Do anybody know how many Weiß noch electrons? jemand, wie viele Elektronen so ein Eisenatom hat? Just roughly 30 Also or hier denkt something. jemand Okay, 30 good. plus irgendwie. Gut. Now, then when it is heated, Wenn das jetzt aufgeheizt wird, the heat energy comes in, da kommt so die Wärmeenergie herein then electrons become what? und die Elektronen, Excited, right? die werden richtig And aufgeregt electron circles faster and faster. und die kreisen immer schneller um das Atom herum, um den Kern. If it becomes fast enough, too fast, Und wenn es dann zu schnell wird, then this electron cannot stay on the same orbit. dann kann dieses Elektron nicht auf der gleichen Laufbahn bleiben. It has to go up to the next orbit. Und es geht dann eins weiter zu den nächsten Kreis drumherum. So scientists call this orbit the high energy orbit. Das ist also von den Wissenschaftlern wird das genannt, sozusagen die Umlaufbahn für hohe Energie. But this electron which is moved up to the high energy orbit always want to come back to original orbit. Aber dieses Elektron, was jetzt da etwas weiter weggeflogen ist, das möchte eigentlich wieder zurückkommen, wo es mal war. Always wants to come back. Möchte immer zurück. So finally, sometimes when it comes back from the high energy orbit to the low energy orbit, Wenn es also von der höheren Energieebene auf die etwas niedrigere, wo es mal war, zurückkommt, then there is an energy difference, right?
Da ist dann so ein Unterschied in der Energie. This difference of energy become particle. Und das wird dann ein Partikel. Little strange concept, isn't it? Yeah. Vielleicht ein bisschen But believe me, fremdartiges Konzept that's ist, what it is. aber so läuft das eben physikalisch. Okay. So this difference of energy become particle and comes out as a photon. Und dieser Unterschied an Energie wird dann zum Partikel und fliegt als Photon ganz heraus. So let's say this iron bar is heated up. Also angenommen, dieser Eisenstab ist aufgeheizt, This iron bar does not lose anything. der verliert jetzt nicht irgendwas, This iron bar stays the same iron bar. der bleibt der gleiche Eisenstab. Only thing happens is electron will speed up and slow down, that's Nur all. die Elektronen, die fliegen mal ein bisschen schneller und ein bisschen langsamer wieder herum. But in the meantime, it produces photon. Aber in der Zwischenzeit produziert es Photone. Photon does not belong to this iron bar. Diese Photone gehören eigentlich nicht zu diesem Eisenstab selber. Photon is produced by this energy which was received by iron bar. Die Photone werden produziert von der Energie, die dieser Eisenstab aufgenommen hat. So that's why the Moses light from his face Und deshalb war auch das Licht auf dem Angesicht des Mose, was not his light. das war nicht sein Licht. It was what? Was war's? God's love energy is becoming photon through the Moses. Das war Gottes Atom. Liebesenergie, die einfach ausstrahlte von Mose. So that's right. That's why my energy speaking this morning, Und deshalb ist meine Energie, mit der ich heute Morgen spreche, believe me, nothing is my energy. dann glaubt mir, da ist nichts davon meine Energie. You know, you can say, oh, I ate banana this morning. Ah, du könntest sagen, naja, also heute Morgen habe ich Bananen gegessen. Oh, that's my energy. Das ist jetzt meine Energie. No. Oh nein. I'll tell you why not. See, Und ich sage euch, warum nicht. lately I found out very interesting point. Ich habe neulich einen sehr interessanten Punkt herausgefunden. Okay, you ate bread, banana, you know, apple this morning. Gut, Sie haben heute Morgen Äpfel, Bananen, Brot gegessen. Are they your energy? Ist das Ihre Energie? No. Nein? You'll find out. Yeah. Sie werden es rausfinden. That's not your energy. Das ist really. nicht Ihre Energie. Okay, then. So we need our body and we need our energy, Wir brauchen unseren Körper und wir brauchen unsere Energie. right? Ja? So this photon is emit as what? As a particle. Dieses Photon, das sind Partikel, die abgegeben werden. And this particle is very interesting. Und dieses Partikel ist sehr, sehr interessant. Of course, this photon behaves in two different ways. Natürlich verhält sich das Photon auf zwei verschiedene Arten. Photon behaves as a particle. Es benimmt sich als Partikel einmal, Photon behaves as a wave. aber auch wie eine Welle. So we call duality of the photon. Right? Deshalb nennen wir das die Dualität des Photons. Yeah. And you know, okay, the next point is this. Der nächste Punkt hier. All right, here's the source of photon, Hier ist also die Quelle der Photone. and then here's the screen, Und hier ist eine Leinwand. and here's another screen. Und hier ist noch eine dahinter. Let's say there's only one hole here. Oops, it doesn't. Oh, one hole, okay? One hole. One hole. Also angenommen, in dieser ersten Leinwand oder So photon Auffangtafel ist ein Loch drin. goes like this, Dann geht das Photon hier durch and then it makes one bright spot. und macht hier ein helles Licht auf die nächste. Okay. At this time, photon is behaving as what? Zu dieser Zeit benimmt sich das Photon wie?
Particle, that's right. Wie ein Photon is Partikel. behaving as a particle. Yeah. But you know, when you make two holes here, Aber wenn man hier 2 Löcher machen würde, suddenly photon does not behave as a particle. dann ist das Photon nicht mehr wie ein Partikel, Photon behave as a wave, sondern dann verhält es sich wie eine Welle. like a da, 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 da. So if photon still behave as a particle, Wenn es sich immer noch wie ein Partikel verhält, you expect 2 spots here. dann hätte man ja hier 2 Punkte. But when you have 2 holes, Aber wenn man 2 Löcher hat, no, it doesn't produce 2 spots. dann kommen nicht 2 Punkte hinten raus, It's a wave again. sondern da kommen Wellen. So there's no more spots. Es gibt keine Punkte dann mehr hinten. But auf der one Leinwand. hole, there's a spot. Aber bei einem Loch, da gibt es hinten diesen Punkt. You know, I read a book, Ich habe da ein Buch gelesen, the book called the Quantum Physics. Quantum. No, it's a, no. Yeah. Quantum consciousness. also das Bewusstsein des Quantums. So he wrote this physicist. This Das ist ein Physiker gewesen, well-known der das British geschrieben hat, physicist. ein sehr bekannter britischer Physiker. And he wrote a paper saying, is photon conscious? Und hat eben da die Frage gestellt, hat so ein Photon eigentlich ein Bewusstsein? Well, it looked like a photon is conscious here, right? Wenn man das hier sich anschaut, da könnte man fast meinen, ein Photon Because hat these ein photons Bewusstsein. can look at the wall and if there is a 1 hole or 2 holes. Denn das kann anscheinend in der Wand sehen, ob es da ein Loch gibt oder 2. So photon decide to behave as a particle or wave. Oder ob es sich eben wie ein Partikel oder wie eine Welle verhalten möchte. Can you believe that photon being conscious? Könnt ihr euch vorstellen, dass so ein Photon ein Bewusstsein hätte? So they are tracking down our human consciousness down to the photon's consciousness. Da gehen sie jetzt von unserem menschlichen Bewusstsein herunter bis hin zum Bewusstsein eines Photons. You know the butterfly story? Kennt ihr die Schmetterlingsgeschichte? There's a butterfly called the monarch butterfly Da gibt es diesen Königsfalter, in America, Canada, den gibt es in den USA und Kanada. and October comes, the entire monarch butterfly disappears from America and Canada. Und dann, wenn der Oktober kommt, dann verschwindet dieser Falter in ganz Amerika und Kanada. You know where they're going to? Und wisst ihr, wo die hinfliegen? They travel about 3,000 kilometers Die reisen dann etwa 3000 Kilometer weit to Mexico City. bis nach Mexiko-Stadt. It's a very small mountain area near the Mexico City. Da ist in der Nähe von Mexiko-Stadt eine kleine bergige Gegend. Can you imagine the butterfly from California, butterfly from Montreal, Könnt ihr euch vorstellen, der Schmetterling von Kalifornien und von Montreal, they all end up in the Mexico City? die landen alle in Mexiko-Stadt? Does butterfly has that much intelligence, Hat ein Schmetterling so viel Intelligenz consciousness und Bewusstsein, to go to certain spot? dass er zu einem besonderen Punkt hinfliegt? Interesting thing is the timing of their traveling. Und das Interessante ist eben auch der Reisetermin dieser Fluges. So yesterday I talked about black cap. Ich habe gestern über die Haubenlerchen gesprochen. Okay, you got it. Is this black cap's consciousness to go to London? Oxford, I diese mean. Haubenlerche, hat sie das Bewusstsein, nach London, nach Oxford zu fliegen? No, it's not black cap's consciousness. Das ist nicht das Bewusstsein der Haubenlerche. 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 We say, wow, Haubenlerche go to Oxford. Weil wir sagen,
Meine Güte, die Haubenlerche fliegt bis nach Oxford. We give glory to the Haubenlerche. Wir geben dieser Haubenlerche die Ehre sozusagen. As if the Haubenlerche has a consciousness. Als ob diese Haubenlerche ein Bewusstsein hätte. Or as if the Haubenlerche has the wisdom. Und als ob die Haubenlerche diese Weisheit selber hätte. But it's not Haubenlerche's wisdom, right? Aber es ist nicht die Weisheit der Haubenlerche. No. Right, it is the wisdom of God moving black ants. Es ist die Weisheit Gottes, der die Haubenlerchen dahin versetzt. You know, I tell my patient, do you know why you're in Weimar here? Ich frage meine Patienten, wissen Sie, warum Sie jetzt hier in Weimar sind? You thought it's your own consciousness, brought you here. Sie dachten, Ihre eigene Entscheidung hat Sie hergeführt. It is somebody else's consciousness brought you here. Das Bewusstsein eines anderen hat Sie hergeführt. Because God respects your freedom, Denn Gott respektiert Ihre Freiheit, whether to accept it or refuse it. ob Sie es annehmen wollen oder ablehnen. You simply accept it. That's why you came to Weimar. Sie haben es einfach akzeptiert und dann sind Sie nach Weimar But gekommen. idea originated by God. Aber der Gedanke kam ursprünglich mal von Gott. That's right. Das ist richtig. See, photon must behave as a wave when there's two holes. Ein Photon muss sich als Welle verhalten, wenn es zwei Löcher gibt. It is God's principle. It's not the photon's principle. Es ist Gottes Prinzip und nicht das Prinzip des Photons. God's principle over the photon. Gottes Prinzip über das Photon. Yeah. But we always focus on photon itself, Aber wir konzentrieren uns immer auf dieses Photon selber. as if photon has its own consciousness. Als ob das Photon sein eigenes Bewusstsein hätte. So we constantly forget Wir vergessen ständig this matter and energy relationship. diese Beziehung von Masse und Energie. We human beings do it to ourselves too. Und uns selber tun wir Menschen das auch an. We are just the matter. We are just the structure, Wir sind ja nur eine Struktur, wir sind nur Materie. right? Stimmt's? For this structure to have a consciousness, Und für diese Struktur ein Gedächtnis zu haben, for the photon to behave differently. dass sich das Photon anders verhält, Therefore, it looked like a photon itself has a consciousness. da sieht es so aus, als ob das Photon selber ein Bewusstsein hätte. So for the photon to be conscious, Und dass das Photon ein Bewusstsein hätte, photon must be controlled by the principle of God. damit es eins hat, muss es von den Prinzipien Gottes kontrolliert So werden. can you see the connections there? Könnt ihr da die Verbindung sehen? So this is, if we knew this, we could apply this principle to the theology long time ago. Wenn wir das schon eher erkannt hätten, hätten wir das schon lange auf die Theologie anwenden können. We didn't have to have all this argument. Wir bräuchten unsere Streitigkeiten überhaupt It is nicht. so clear, without God we cannot do anything. Das ist so klar, ohne Gott können wir nichts tun. So how these photons moving in our brain cells? Wie bewegt sich nun dieses Photon in unseren Hirnzellen? Do you know, probably if you studied some biology in your high school, you probably remember this. Wenn ihr etwas Biologie in der Schule gehabt habt, da erinnert ihr euch sicherlich dran. Do you remember Krebs cycle? Well, Krebs is, I think, a well-known German scientist. Krebs. Also gibt es um einen Krebskreis oder also das weiß ich jetzt auch Article, nicht. the doctor, you probably know that. Oh, citrus acid cycle, Ja, der Zitronensäurezyklus. Der ist Krebs cycle. Krebszyklus. Ja. Yeah. It's a Krebs is, I think, German scientist. So he Ich glaub, found das war out. ein deutscher Wissenschaftler, der das Ja. rausgefunden hat. He found out when sugar comes in, Er hat herausgefunden, wenn Zucker reinkommt, then it goes to the cycle, dann geht das in einen Kreis hinein. through cycle. And then all it does is it moves electron. We call it the electron transport. Und das Einzige, was es tut, es bewegt Elektronen. Es ist ein Elektronentransport. So this, as the electron moves on, Und wenn das Elektron sich weiter bewegt, energy is developed. See? da entwickelt sich Energie. So who moves this electron? Wer bewegt diese Elektronen? See? So it's again, there have to be energy coming from outside to move the electron.
Da muss Energie von draußen kommen, die das bewegt. Electron never moves, just by itself. Ein Elektron bewegt sich niemals ganz alleine selber. So we call that process electron transport. Und wir bezeichnen diesen Prozess als Elektronentransport. So, these butterflies, Und wisst ihr, diese Schmetterlinge, one day, I think it was 2 years ago, October, eines Tages, das war im Oktober vor 2 Jahren, I went to the Adventist medical school in Mexico called da Montemorelos. bin ich zu der adventistischen Uni nach Mexiko gegangen, Montemorelos, And I gave some lecture on New Start there. habe da ein paar Vorträge über New Start And gehalten. they have their own New Start program going on. Und die haben da auch ihr eigenes New Start-Programm, was dort So I läuft. was walking with my patient there. Da bin ich da mit meinen Patienten herummarschiert. And you know what? wisst ihr Montemorelos is about 750 kilometers north from the Mexico City. 700. Yeah, about 800 kilometers. Also diese Montemorelos-Universität ist etwa 750 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt. And it was October 22nd. Und es war der 22. Oktober. It was still very hot there. Es war dort noch sehr heiß. And I was walking with the patient. Ich bin da mit den Patienten gewandert. Butterflies. Plötzlich diese ganzen Schmetterlinge. Full of butterflies in the sky. Der ganze Himmel war voll Schmetterlinge. I read about butterflies moving from American continent to South America to Mexico. Also ich habe zwar gewusst, da gibt es eben diese Schmetterlinge, die von Amerika nach Mexiko fliegen. But this was the first personal encounter to the mass movement of butterflies. Aber das war so die erste persönliche Begegnung mit dieser Masse von Schmetterlingen, die da flogen. You know Isaac Newton, Sie kennen Isaac Newton, okay, who found gravity, right? der jetzt die Schwerkraft gefunden hat. Okay, Isaac Newton was taking rest. Isaac Newton hat sich mal He hingelegt lying down in the apple orchard on the grass, und lag da also in seiner Apfelplantage im Gras. and he saw apple dropping. Und da hat er gesehen, so ein Apfel fällt hier runter. Well, up until that point of the time, Bis zu diesem Zeitpunkt, probably he went to take a rest to the apple orchard many times. da hat er sich wahrscheinlich öfters da in diesem Apfelgarten hingelegt, um sich auszuruhen. Whenever apple dropped, Und wenn dann so ein Apfel runterfiel, okay, another apple dropping. naja gut, ein neuer Apfel ist wieder runtergefallen. And another apple dropping over there. Und da drüben ist noch einer runtergefallen. But this time, Aber dieses Mal, he saw apple dropping. da hat er gesehen, wie so ein Apfel herunterfällt. And he said, wow. Und da hat er gesagt, wow. I think this is sort of Christian life. Ich glaube, das ist so, wie es im christlichen Leben läuft. Do you know what I mean? Wisst ihr, was ich meine? Probably you don't yet. Vielleicht noch nicht ganz jetzt. Because apple's been dropping for a long time. Und Äpfel sind schon viele lange Zeit heruntergefallen. All over the world, apple's been dropping. Auf der ganzen Welt sind Äpfel heruntergefallen von den Bäumen. But this time, Aber dieses Mal, to Isaac Newton, da war das für Isaac Newton, apple was not dropping. da ist der Apfel nicht einfach This heruntergefallen. time, the earth is pulling apple down. Dieses Mal hat für Isaac Newton die Erde den Apfel heruntergezogen. He found a new relationship Und da hat er eine neue Beziehung gefunden between the earth and the apple. zwischen der Erde und dem Apfel. And he found out what? Und was hat er gefunden? He found out there is what? Pulling what? Pulling force, pulling power. Da ist eine Kraft, die zieht hinunter. He recognized there is a power between apple and earth. Er hat da gefunden, da ist so eine Kraft zwischen dem Apfel und der Erde. Well, apple dropping is not interesting Also das Herunterfallen von Äpfeln ist nicht because interessant, apple's always dropping all over the world weil die Äpfel auf der ganzen Welt every herunterfallen. day. Und zwar jeden Tag. But the recognition of the power Aber das Erkennen der Macht, is exciting. das ist aufregend. See, this is what it is.
Und darum geht's. Well, Christians go to church every day. Ja, so manche Christen die gehen in die Kirche Christians jeden come Tag. back from church to home every Und dann day. gehen sie jeden Tag wieder nach Hause aus der Kirche. But is there power Aber ist da Kraft between me and God? zwischen mir und Gott? See, that is the question. Das ist doch die Frage. When you go to church with the power, Und wenn du in die Kirche gehst mit der Kraft, then you're happy. dann bist du glücklich. But when you go to church because you have to go, Aber wenn du gehst, weil du eben gehen musst, it looks same from outside. das sieht ja äußerlich gleich aus erstmal. But the difference between the Isaac Newton yesterday and Isaac Newton today. Aber es ist der Unterschied zwischen Isaac Newton gestern und heute. Isaac Newton today is entirely new Isaac Newton. Der Isaac Newton heute ist ein ganz anderer Isaac Newton. He says there is power. Er sagt, da ist eine Kraft, There is energy pulling this apple da down. ist eine Energie, die diesen Apfel herunterzieht. He got so excited Und er ist da so aufgeregt gewesen. and he went to his friend. Und er ging zu seinem Freund. Hey, Helmut, do you know why apple drop in? Weißt du, warum Äpfel runterfallen? Helmut looked at me. Er hat ihn angeguckt. What's wrong, Sam? Stimmt what's irgendwas wrong? nicht mit dir? See, when you don't see the power, Wenn man die Kraft nicht sieht, someone who saw the power looked crazy. jemand, der dann die Kraft gesehen hat, der sieht richtig verrückt aus. Really? Ja, wirklich. Why is he so excited? Warum ist der so aufgeregt? You know, this consciousness is very important. Dieses Bewusstsein ist sehr wichtig. Conscious to the energy. Diese Energie bewusst aufnehmen. Conscious to the love of God. Sich der Liebe Gottes bewusst sein. This consciousness decides whether you accept or not. Dieses Bewusstsein entscheidet, ob du es annimmst oder nicht. See, faith is a new consciousness. Glaube, das heißt ein neues Bewusstsein. I don't believe you generate faith. Ich glaube nicht, dass du einen Glauben produzierst. Faith is a extraordinary new consciousness given by consciousness himself. Ich glaube, das ist eine außergewöhnliche Energie, die von einem anderen Bewusstsein geschenkt wird. So it's a totally new way of thinking. Das ist ein völlig neuer Weg zu denken. Look at Einstein. Wenn wir uns, Look at the Newton, schauen wir uns den Newton nochmal an. To Newton, apple was dropping all the time. Für Newton, da fielen ständig Äpfel herunter. But this time, that was wrong. Aber diesmal war es ganz anders. Apple was not dropping, Da fiel der Apfel nicht and runter. earth was pulling apple down. Die Erde hat den Apfel heruntergezogen. Isn't that crazy view? Ist das nicht eine verrückte Sicht der Dinge? But that is the truth. Aber das ist die Wahrheit. So when I look at this mass movement of the butterfly, Wenn ich also diese Massenbewegung dieser Schmetterlinge jetzt angesehen habe, and I became conscious of the power. da bin ich mir dieser Macht bewusst geworden. I said, wow, look at this. Schau dir das an. But for the Mexicans, living the same area, Aber für die Mexikaner, die in dieser Gegend wohnen, I said, wow, incredible. ich gesagt, wow, das ist unglaublich. You know why I said that? Do you know why? Und wisst ihr, warum ich das gesagt habe? I have reason to say that. Also ich habe schon einen Grund, das zu sagen. But these Mexicans living that area, look at me. Aber die Mexikaner, die da wohnen, die gucken mich an. Dr. Lee, what's wrong with you? Also Dr. Lee, was ist jetzt Are you nicht in Ordnung bei dir? Crazy? Bist du verrückt? We see this every year. Das sehen wir doch jedes Jahr hier. Of course I know you see this every Natürlich weiß year. ich, dass ihr das jedes Jahr seht. But I don't see butterfly flying down to Mexico City. Aber ich sehe eben nicht die Schmetterlinge, die nach Mexiko-Stadt fliegen. It's not the apple is dropping. Es ist nicht, dass der Apfel herunterfällt. I see someone is pulling butterflies from America to Mexico City. Ich sehe, dass jemand praktisch die Schmetterlinge zieht von I see the Mexiko-Stadt. power. Ich sehe die Kraft I see that wisdom. und die Weisheit. You know what? Wisst ihr was? I thought butterfly knew where they are going.
Ich dachte, die Schmetterlinge wüssten, wo sie hinfliegen. It's a sort of automatic assumption, isn't it? Das ist so eine automatische Schlussfolgerung, nicht wahr? But when I look at the reason I became so surprised was, Aber der Grund, warum ich so überrascht war, I thought in my own imagination, in meiner eigenen Vorstellung habe ich gedacht, let's say this way is the south, angenommen, da geht es nach Süden, this way is down to the Mexico City. da runter geht es nach Mexiko-Stadt. I imagined it this way. Und ich habe mir das so vorgestellt. Since butterfly know where the Mexico City is, Also die Schmetterlinge wüssten jetzt, wo Mexiko-Stadt ist, which is not true anyway, was sowieso nicht stimmt. but I automatically imagined that. Aber ich habe mir das automatisch vorgestellt. So I thought butterfly was flying exactly directly to the south like this. Also ich dachte eben, der Schmetterling, der fliegt jetzt so nach Süden automatisch. Maybe German butterfly may fly like this. Also ich weiß nicht, ob deutsche Schmetterlinge auch so fliegen. But you know what? Aber wissen Sie was? These butterflies obviously did not know where they're going. Aber diese Schmetterlinge wussten offensichtlich nicht, wo es hingeht. Because they were not flying like this directly to the south Die sind nicht also so direkt nach Süden geflogen, on straight line. auf einer geraden Linie. Instead, Und stattdessen, these butterflies are flying like this. die fliegen also so ungefähr. Sometimes even backward. Manchmal wieder ein bisschen zurück. They did not know where they're going. Die wussten nicht, wo sie hinflogen. Every single butterfly was flying different directions. Also jeder einzelne Schmetterling flog irgendwo anders hin. You know, I saw the beauty of God's power. Und ich sah diese Schönheit von Gottes Kraft. Butterfly, each individual butterfly did not know where they're going. Jeder einzelne Schmetterling hat nicht gewusst, wo er But these hinfliegt. millions of butterflies, Aber diese Millionen von Schmetterlingen, God was moving them down to the Mexico Die hat City Gott- anyway. sowieso nach Mexiko-Stadt geschoben. I said, wow. Habe ich gesagt, wow. In the meantime, God is allowing them freedom. Und in der Zwischenzeit erlaubt ihnen Gott die Freiheit. There was the whole Bible, whole picture of the gospel was there. Da war plötzlich für mich die ganze Bibel, das ganze Bild des Evangeliums da. They're totally controlled by the consciousness of God. Sie sind völlig geleitet von dem Bewusstsein Gottes. But God also allows their tiny freedom here. Aber Gott lässt ihnen auch ihre kleine Freiheit. Isn't that Ist das fantastic? nicht fantastisch? And I saw the wisdom and the power of God. Und ich sah die Weisheit und die Macht Gottes. You know, I was always imagining Ich habe mir das immer so vorgestellt eben. forward, Ganz march. gerade. You know. But it was not that way. Aber so war es nicht. Yes, you know, I could see my own life. Und ich konnte mein eigenes Leben sehen. I've been flying all over the world Ich bin überall herumgeflogen without knowing where I was going. und wusste nicht, wo es hingeht. Finally, the God's consciousness I recognized. Und schließlich habe ich durch Gottes Bewusstsein erkannt, He is pulling me to certain destination. er zieht mich in eine bestimmte Richtung. Now I don't have to waste my time, right? Jetzt brauche ich meine Zeit nicht verschwenden. Finally, I've been flying all different directions Ich bin in alle möglichen Richtungen geflogen. since I become a Seventh-day Adventist. Und seitdem ich 7-Tags-Adventist geworden bin, Finally, I have the clear consciousness of God da habe ich schließlich das klare Bewusstsein von Gott. by the Bible, Durch die Bibel, by the spirit of prophecy. durch den Geist der Weissagung. And my direction is now straight line. Und jetzt geht meine Richtung klar nach vorn. Everybody else I could see flying all over the place. Und ich anyway. kann sehen, wie andere Leute ebenso herumflattern weiter. So it is this kind of feeling. Es ist so ein Gefühl irgendwie. Now I find a straight line to the Mexico City. Jetzt finde ich die gerade Linie nach Mexiko-Stadt. So I say, come on this way, come on, hey, come Ich on, sage, come on hey, this way. kommt hier lang, hier geht's lang. And this is work Und das ist I'm given by God. die Arbeit, die mir Gott gegeben hat. See, this is exciting. Und das ist aufregend. I'm not just doing or teaching something. Ich
unterrichte nicht irgendwas und mache irgendwas. It is, I want you to have a new consciousness. Ich möchte, dass ihr ein neues Bewusstsein findet. See, God will certainly give you this amazing new consciousness. Gott wird euch sicherlich diese erstaunliche neue Bewusstsein schenken. New vision. Eine neue Sicht. And then your life become different. Und dann wird dein Leben ganz anders. Yeah. Finally, I can look at mountain. Jetzt kann ich mir Berge anschauen. Wow. Wow. You know, my eyes were open. Und meine Augen wurden geöffnet. You know, I had a staff, my own staff in Weimar. Ich hatte meine eigenen Mitarbeiter in Weimar. And his wife is a very good singer. Und seine Frau ist eine sehr gute Sängerin. Very good spiritual singer. Und sie singt sehr gut. Sometimes she's invited to Netherlands Manchmal wird sie in die Niederlande eingeladen and to take a tours to sing on each different churches. und singt dann in verschiedenen Gemeinden. Very good gospel singer. Sie ist eine sehr gute Gospelsängerin. When I heard her singing, Und als ich sie hörte, and I just fell in love with it, da habe ich mich gleich verliebt. I just prayed to God, so could you send her to Weimar Da habe ich gleich gebetet, Herr, könntest du sie nach Weimar so schicken, she can sing for my patient? dass sie für meine Patientin singen könnte. And you know, Und wisst ihr was? 3 months later she called me that, could I work in Weimar? Da rief sie ein Vierteljahr später an, könnte ich in Weimar arbeiten? I said, yes. Ich sagte, jawohl. So she came to Weimar. Also kam sie nach Weimar. And the reason why she came to Weimar was Und der Grund, warum sie kam, her husband was not following healthful, lifestyle. ihr Mann hat keinen gesunden Lebensstil gehabt. So husband was keep on getting sick. Der wurde langsam krank. Husband is grumpy, Der war ein bisschen angry, mürrisch, angry, ärgerlich, depressed. depressiv. So their marital situation was terrible. Und ihre Ehe war wirklich in einem schlimmen Zustand. She knows the Lord very well. Sie kennt den Herrn sehr gut. But because of her husband, she is also depressed so many times. Aber oftmals ist sie auch wegen ihrem Mann deprimiert. So she feels that her health is going downhill. Und da merkte sie, also meine Gesundheit geht auch abwärts. So that's why she wanted to come to work for me. Deshalb wollte sie für mich arbeiten. But this husband was a headache to me. Aber dieser Mann, das war schon schwer. Well, I couldn't tell her that, okay, you leave your husband in Los Angeles and you just come out. Ich konnte ihr natürlich nicht sagen, also lass deinen Mann einfach in Los Angeles und komm her und arbeite hier. It had to be a package deal, right? Das muss schon ein Gesamtpaket bekommen. Eine Paketlösung, ja. And so he came. Also er kam. Oh, at the beginning, he just was against New Start program. Am Anfang, da war er so gegen dieses New Start Programm. You know, he was so discouraged. Er war so entmutigt. He did not want to stay, Er wollte nicht bleiben. but he saw his wife enjoying the program. Aber er merkte, wie seine Frau Freude an diesem Programm He hatte. just stayed on, Und dann ist er eben auch geblieben. and he never listens my lecture. Er hat nie meine Lektion, also meine Vorträge besucht. So one time we had to go to Hawaii to the big seminar. Und dann mussten wir eines Tages nach Hawaii zu einem großen Seminar In fahren. big, nice, beautiful hotel, resort hotel. In einem sehr schönen großen Hotel. So I asked him, do you want to go to Hawaii? Da habe ich ihn gefragt, möchtest du nach Hawaii kommen? Well, everybody wants to go to Hawaii, Also right? jeder fährt gerne mal nach He Hawaii. says, yes, thank you. Ja, vielen Dank. I need a person to record all lecture. Ich habe gesagt, ich brauche jemanden, der meine Vorträge aufnimmt. Can you be in charge of that? Könntest du dich darum kümmern He vielleicht? says, yes. Ja, ja. So he was recording all day long, my Er hat lecture. dann den ganzen Tag meine Vorträge aufgenommen And he began to listen. und er hat zugehört. Since then he was changing. Und seitdem veränderte er sich dann. Okay. And it took almost 3 years. Und es hat fast 3 Jahre gebraucht. When I was coming to Nuremberg, he took me from Weimar to Sacramento Airport. Und als ich nach Nürnberg fuhr, da hat er mich von Weimar nach Sacramento zum Flughafen gebracht. California, spring just begun. Und da hat der Frühling gerade in Kalifornien angefangen. Flowers, many flowers, Viele beginning to Blumen bloom. überall. Yeah. And then he was driving. Und da ist er gefahren. He said to me,
Und da hat er zu mir gesagt, oh, actually, now I think I know what you've been talking about. Herr Dr. Lee, ich glaube, jetzt weiß ich, worüber du reden wirst. This year, I have totally different feeling about spring. Ich habe jetzt dieses Jahr ein ganz anderes Gefühl im Frühling. Up until now, spring comes, summer comes, it just comes. Bis jetzt, da ist einfach der Frühling gekommen, dann ist der Sommer gekommen. Apple just dropped. Und dann fielen die Äpfel einfach runter. But now, Aber jetzt I can see the power of God kann ich die Kraft Gottes sehen, opening up the flowers. wie er die Blumen öffnet. Actually, I feel joy inside. Dr. Lee, ich habe so eine Freude innen drin. My electrons excited. Meine Elektronen sind richtig aufgeregt. And obviously, he's a changed man now. Und offensichtlich hat er sich jetzt sehr verändert. He was a typical cold Korean husband. Er war so ein typischer, kalter, koreanischer Ehemann. But now he's a very sweet, warm, loving husband. Aber jetzt ist er ein sehr lieber, warmer Ehemann. He said to me, Dr. Lee, you always said, oh, look at the blue sky. Dr. Lee, du hast immer gesagt, schaut euch den blauen Himmel an. I always felt, the sky's always been blue. Also ich habe immer gedacht, der Typ, der ist immer blau. But now I can feel what you feel. Aber jetzt kann ich fühlen, was du fühlst. Yes, sky looks different. Ja, der Himmel sieht anders aus. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? A human being changes. Ein Mensch verändert sich. You know, that's why, these butterflies do not have their own consciousness. Deshalb haben diese Schmetterlinge nicht ihr eigenes Bewusstsein. Certainly butterflies don't know where they're going. Sicherlich wissen die Schmetterlinge nicht, wohin sie gehen. But they think they know. Aber sie denken, sie wissen es. They feel like they know where they're Sie going. haben das Gefühl, sie wissen, wo es lang But they geht. don't. Aber sie wissen es eigentlich nicht. See. We're all human beings until I become Christian myself. Wir sind alle Menschen, ich war es auch eben, bis ich Christ geworden bin. I thought I knew where I was going. Ich dachte, ich weiß, wo ich hingehe. Then I knew I did not know. Und dann habe ich gewusst, jetzt weiß ich es eigentlich nicht. Then another moment I thought I knew. Und im nächsten Moment dachte ich wieder, ich wüsste es. Finally, Und schließlich, I don't know, ich weiß es nicht, but I know somebody who knows. aber ich kenne jemanden, der es weiß, Where am I going definitely? wo ich wirklich hingehen werde. And I know he is leading me Und ich weiß, er wird mich leiten, to the Mexico City. nach Mexiko-Stadt I sozusagen. believe that. Ich glaube das. And this belief is new consciousness, Und dieser Glaube, das ist ein neues Bewusstsein, which I never had it before. was ich niemals vorher hatte. This is new consciousness created. Ein neues Bewusstsein ist da geschaffen worden. So God created consciousness. Gott schafft ein Bewusstsein. So now you can see the relationship, okay? This is really, I think, the theological basis for the righteousness by faith. Ich Okay? glaube, das ist wirklich die theologische Grundlage für Gerechtigkeit aus Glauben. Well, let me give you another example. Ich möchte jetzt ein anderes Beispiel geben. One morning I was walking Eines Morgens bin ich gelaufen and I saw a young lady walking with her dog. und da habe ich gesehen, wie eine junge Frau mit ihrem Hund lang ging. It was a untrained golden retriever. Das war also ein untrainierter, ja, die Größe etwa so gelb-braun, ich weiß nicht, wie die heißen. Heißen die auch Golden Retriever? Ja. Gut. And this woman know where she is going to walk, right? Und diese Frau weiß, wohin sie hinläuft. This woman already knows the course of walking. Also die kennt schon ihren Weg. This dog doesn't. Der Hund weiß es nicht. But this dog was walking in front of this woman, Aber dieser Hund ging vor der Frau thinking he knows where he's going. und dachte, er wüsste, wo es lang geht. So I think this is the picture of the human life. Ich glaube, das ist so ein Bild für das menschliche Leben. We don't know, but this dog does not know, but this dog certainly feels that he knows where he's going. Also wir denken, wir wüssten es und der Hund denkt, er weiß es, aber er weiß es eigentlich nicht. So this dog was not very well trained yet. Und der Hund war noch nicht sehr gut getrimmt. So this dog was Und das ging ständig so.
And this woman has to control from behind. Die Frau muss den von hinten festhalten. Come here, this way. Komm, jetzt geht's hier lang. Come here, this way. Nee, komm, komm. But you know what this dog think? Aber wisst ihr, was der Hund denkt? He's going his way anyway. Er geht sowieso seinen Weg. But actually, that dog is going that woman's way. Aber right? eigentlich geht er den Weg, den die Frau ihn führt. I look at that. Ich habe sie mir so angeschaut. Aha, that's it. Aha, das ist es. Yeah. That's how God leads us. So führt uns Gott. Yeah. Each moment we disagree with God and we Jeden agree Moment, with God. dann haben wir wieder mit Gott, dass wir uns nicht einig sind mit ihm und dann möchten wir wieder seinen Weg. Yeah. So finally, I can see that the Moses and his people is traveling in the wilderness. Und jetzt kann ich auch Mose und wie er mit seinem Volk da in der Wüste wanderte sehen. In that context. In diesem Kontext. Yeah. It was not direct. Das war nicht direkt. So very interesting. Das ist sehr interessant. So now you can see the consciousness is also energy. Jetzt könnt ihr sehen, dieses Bewusstsein ist auch Energie. Because when I was in medical school, Als ich an der medizinischen Universität war, you know, when I belonged to the internal medicine department, als ich da zu der Abteilung für innere Medizin gehörte, because you are assigned to different department several months. man wird ja immer für 6, 7 Monate in bestimmte Abteilungen geschickt. Like internal medicine 6 months and then the surgery for 3 months. Also ich war bei der inneren Medizin 6 Monate, Chirurgie 3 Monate und so weiter. Pediatrics 2 months or something. 2 Monate Kinder. After 6 months of internal medicine, Und nach 6 Monaten interne Medizin, I become tired of medicine da war ich echt müde geworden von aller Medizin. because you doctors aren't healing anything. Weil die Ärzte nichts heilen. All doctors do is managing the problem. Alles, was so ein Arzt tut, das ist einfach diese Probleme irgendwie zu managen. And so I said, I don't want to be internist. Und dann dachte ich, also Internist wirst du mal nicht. Then I went to psychiatry department. Dann bin ich in die psychiatrische Abteilung gegangen. And first day I saw a very depressed woman. Und am ersten Tag sah ich eine sehr deprimierte Frau. She was sitting on her bed Die saß da so auf dem Bett. like this. Einfach so. In the morning I saw her sitting like that. Und am Morgen, da saß sie so. She wasn't even eating breakfast. Hat noch nicht mal ihr Frühstück gegessen. So 10:30 we came out of our own conference. Und als wir 10:30 aus unserer Besprechung kamen, She was sitting still. hat sie immer noch so da gesessen. Until lunchtime, Beim Mittagessen all day wieder. long. Den ganzen Tag ging das. So doctor says, Da hat der well, Arzt gesagt, you know, the medicine, antidepressant, was not working anymore. also ihre Antidepressiva haben nicht mehr funktioniert. And the doctor said, well, we probably better to do the electric shock treatment. Also wir sollten vielleicht bei ihr lieber mal eine Elektroschockbehandlung ansetzen. So I never seen the electric shock treatment. Und ich hatte vorher nie diese Elektroschockbehandlung So gesehen. they took her to the, that special room. Da haben sie ihn in den besonderen Raum gebracht, So at that time we called that room EST room, der EST-Raum, electric shock therapy. Elektroschocktherapie. And they put him on the bed, put her on the bed, Sie haben sie aufs Bett gelegt and then they put the electrode. und dann die Elektroden Of angelegt. course, they tied her up to the bed Dann haben sie festgebunden natürlich im Bett and then pushed the button. und dann auf den Knopf gedrückt. And she has a huge seizure, Und da hat sie einen schlimmen Anfall gehabt became unconscious. und hat das Bewusstsein verloren. And then she fell asleep. Und dann ist sie eingeschlafen. She slept 3 hours. Dann hat sie 3 Stunden geschlafen She woke up und ist aufgewacht smiling. und hat gelächelt. Hi. Oh, different person. Oh, die sieht ganz anders. At that time, I asked my
psychiatric professor why this happens. Und da habe ich meinen Psychiatrieprofessor damals gefragt, wieso ist das passiert? My professor could not explain that. Aber der konnte das nicht We erklären. just know it works. Wir wissen nur, das funktioniert. But most recently, there is some more research done, and there's more explanations. Aber kürzlich haben sie mehr Forschung betrieben in diesem Bereich und auch mehr Erklärungen gefunden. So yesterday, I showed you Gestern gezeigt, a slide da habe ich euch so ein Dia gezeigt. called, do you remember? Erinnert ihr euch? Signal transduction. Die Signaltransduktion. Yeah, because cell to respond, cell must receive what signal from outside. Damit eine Zelle reagieren kann, muss sie ein Signal von außen empfangen. So this signal, okay. So this is cell here. Also das soll jetzt die Zelle sein. Cell must receive what? Signal, right? Und da muss ein Signal kommen. And then it's stimulated. Und dann ist sie stimuliert. Then this all the chain reaction. Dann gibt es da eine Kettenreaktion. And then finally it goes to the nucleus. Und schließlich geht es zum Zellkern selber. And then it stimulates gene. Und dann werden die Gene stimuliert. Okay? And this whole process we call signal transduction. Und diesen ganzen Prozess nennen wir Signalduktion. So this signal is transformed as a chemical, and then it transfers the energy, energy of the signal. Dieses Signal wird chemisch verändert und gibt schließlich diese Energie des Senders weiter. So it's very interesting. See, there's energy and there's also intention of the signal. Da ist eine Energie und da ist auch eine Absicht des Signals da. So cell transfers both. Also die Zelle überträgt beides. It transfers the energy of the signal at the same time intention of the signal. Das, was das Signal ausgesandt hat und auch die Absicht des Signals, gibt es beides weiter. Okay. So let's say this is insulin coming here. Angenommen, Insulin kommt hier. Insulin is a signal. Das ist ein Signal. Okay. Signal to what? To lower blood sugar. Ein Signal für was? Dass der Blutzucker runtergeht. To put the blood sugar in the blood into the cell. Dass also der Blutzucker aus dem Blut in die Zelle hineingehen kann. And the cell can produce what? Und was kann die Zelle dann produzieren? Energy. Energie. Yeah, that's right. So insulin has that kind of intention. Das Insulin hat diese Absicht. So when God formed insulin molecule, als Gott Insulinmoleküle geformt hat, He put His intention, His intelligence in that. Da hat er seine Intention, seine Intelligenz da hineingelegt. So intention is in a molecule. Und diese Intention, diese Absicht ist in den Molekülen drin. And then energy is in electrons. See? Und dann ist die Energie in den Elektronen. So these electrons sort of produce photons and it transfers energy. Und diese Elektronen produzieren Photone und geben dann die Energie weiter. Okay, so photon and this molecule is transferring energy and intention at the same time. Also das Photon und die Moleküle transportieren sowohl die Absicht als die Energie auch in diesem Moment. So, when we say living soul, wenn wir lebendige Seelen sagen, see, God said this in the Genesis. Gott hat im ersten Buch Mose gesagt, I said, God made man. Gott hat den Menschen geschaffen. But tomorrow morning we're going to get into this creation process in detail. Und wir werden morgen früh in diesen Schöpfungsprozess noch tiefer einsteigen. God made man from the dust. Gott hat den Menschen aus dem Staub geschaffen. God did not make mud man. Gott hat nicht Lehmmenschen geschaffen. God did not make a sculpture of man. Gott hat keine Skulptur des Menschen gemacht. When God finished it, there was man. Als Gott fertig war, da gab es einen Menschen. That's what Bible says. Das sagt die Bibel. Okay. We have our own imagination that God sculptured a human being. Wir haben manchmal so in unserer Vorstellung, dass Gott praktisch eine Skulptur eines Menschen gemacht hat. You look at the Bible, there's no sculpture. Aber in der Bibel da steht nichts von einer Skulptur. There's a dust. Da ist der Staub. And there's a man. Und da ist ein Mensch. And God breathed His breath of life into the nostril of the man.
Und Gott blies seinen Odem des Lebens in die Nase dieses Menschen, not the nostril of the sculpture. nicht in die Nase einer Skulptur. Yeah. God breathed his breath of life into the nostril of man. Gott blies den Odem des Lebens in die Nase des Menschen And man became a living soul. und der Mensch wurde eine lebendige Seele. You know, this view of the creation, only Ellen White knows. Wisst ihr, diese Seite der Schöpfung kannte nur Ellen White. Every single Christian believed there is a madman, right? The sculpture. Alle Christen hatten sich vorgestellt, ja, da ist eben so eine Lehmskulptur. Our own imagination Unsere eigene Vorstellungskraft always imagines that the God breathed into the nostril of the sculpture. hat sich immer vorgestellt, hat Gott so in die Nasenflügel eben dieser Skulptur hineingeblasen. Well, if that's right, I'll ask you a question. Or then what the sculpture become? Dann könnte man nämlich auch fragen, was ist aus der Skulptur geworden? Then they say, oh, is sculpture become man? Ja, No, vielleicht no, ist living die soul. Skulptur zu Menschen geworden. Nee, zu einer lebendigen Seele. No, Nein, he made the man. er machte einen Menschen. The man become living soul. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. So this is, I believe, this is, to me, in any kind of book, only Ellen White mentioned this way. Und von allen Büchern hat es nur E.G. White erwähnt in ihrem Buch. If you read a chapter, an article of Ellen White in a Testimony to the Church, Book 8, Wenn man einen Abschnitt da, ein Kapitel von Ellen White in den Zeugnissen in englischer Ausgabe Band 8 liest, there's an article called A Personal God Created Man. ein persönlicher Gott schuf den Menschen, heißt es übersetzt. Very interesting topic. Das ist ein sehr interessantes Personal Thema. God. Ein persönlicher Gott. That's interesting, you know. Und das ist Personal God interessant. Ein persönlicher Gott created man. schuf den Menschen. If you read that article, Und wenn ihr diesen Artikel lest, it's amazing. das ist wirklich erstaunlich. She says, when God finished creation, Er sagte, als Gott die Schöpfung abschloss, there was a beautiful man, da war ein schöner Mensch da. still not moving, Aber er bewegte sich noch nicht. but there was lips, Aber da waren Lippen da, tongues, eine Zunge, hearts, ein Herz, blood vessels. Blutgefäße. Every single cell Jede einzelne Zelle, was ready to receive die war schon bereit, vital power. durch die Kraft, That's the breath of God. durch den Odem des Lebens, The energy dass sie die Energie empfängt, to be activated. um aktiviert zu werden. All the gene was what? Alle Gene, In decondensed state. die waren in einem dekondensierten Zustand. And all the gene was ready to be Und alle Gene waren bereit, activated. aktiviert zu werden. So God was just about going to give signal, Gott war gerade im Begriff, ein Signal zu geben. right? Ja. The signal of love. Das Signal der Liebe. And all the genes in that man's cell Und alle can be activated. Gene in der Zelle des Menschen zu aktivieren. God did. Gott hat geblasen. You know, when you read the Bible, Wenn du die Bibel liest, don't read Bible factually. dann liest die Bibel nicht als Tatsachenbericht. You imagine what God was doing. Stell dir vor, was Gott gemacht hat. God created a beautiful man. Gott schuf einen schönen Menschen. And he thought, this is good, very good. Und er hat sich dabei gedacht, das ist gut, das ist sehr gut. He was happy. Er war glücklich. Then he touched man. Dann hat er diesen Menschen berührt. Then when he almost kissed the man, Er hat ihn fast geküsst. and he says, the act of love. Eine Tat der Liebe. See, it's not just a process. Okay, Nicht ein Prozess, oh, this has been tough. das war echt anstrengend. Ja, Not this way. so war es nicht. This is too mechanical. Das ist zu mechanisch. It's act of love, Es war ein Akt der Liebe. happiness, Glücklich sein, joy, Freude,
almost poetic process. Ein fast poetischer Prozess. Beautiful art. Eine schöne Kunst. See, only in biblical truth the art and the fact comes together and become one. Nur in der Bibel wird da diese Kunst und der Tatsache eins. In this human world, imperfect world, In dieser menschlichen, unvollkommenen Welt, art and reality cannot come together. da können Kunst und Realität nicht zusammenkommen. But you know, when I go to Hawaii, Aber wenn ich nach Hawaii gehe, you know, there's so many different kind of tropical birds and the tropical flowers. da gibt es so viele verschiedene tropische Vögel und Blumen. You know, the tropical flowers are so huge, so abundant. Und You diese know? tropischen Blumen, die sind so riesig und so viele sind davon It da. takes up so much spaces. Die brauchen so viel Platz. And flowers like that, you know. Die wachsen so ungefähr. And I can see how that's a practical at the same time artistic. Und ich kann sehen, wie es einerseits gleichzeitig praktisch als auch wirklich artistisch ist. All this outrageous, you know, abundance of the variety of the flower, all has a biological Also significance. dieser Überfluss an biologischen Dingen, die es da gibt, hat alles seinen tiefen Sinn. However, this is so artistic. Aber das ist so schön gemacht. In the world of God, Im Wort Gottes, the beauty, the art, and the reality can be in one reality. da ist die Schönheit und die Kunst und die Realität, das kann alles eins sein. But not in human beings, you know. Aber nicht im Menschlichen. No matter how beautiful house you wanna build, Wenn man there's jetzt limitations, right? irgendwas Schönes baut, da gibt es immer so seine Grenzen. So, so this woman smiling, Da lächelte diese Frau. and I look at her. Ich habe sie angeschaut. Wow. You know what? I'm going to be a psychiatrist. Also gut, ich werde jetzt Psychiater. This is great. Das ist ja fantastisch. And today's explanation is this way. Und die Erklärung, die es heute dafür gibt, ist folgende. You know, there is a gene in our brain, Da ist ein Gen im Gehirn, the gene which produces serotonin. das Gen, was Serotonin produziert. The serotonin gene, when serotonin is produced, you become very peaceful, calm. Und wenn man Serotonin produziert, wirst du sehr ruhig und sehr ausgeruht, Feeling safe, fühlst dich sicher, secure, wirklich geborgen and you can go to sleep. und du kannst einschlafen. But when serotonin is lacking, Aber wenn Serotonin fehlt, you feel afraid, dann hast du Angst, unstable. unstabil. See. But you know what? Exercise stimulates this serotonin gene. Aber Bewegung stimuliert jetzt dieses Serotonin-Gen. When you're depressed, you do the exercise, then serotonin is produced. Wenn du depressiv bist und dich ordentlich bewegst, dann wird Serotonin produziert Then often this depression will go away. und dann kann die Depression weggehen. All right. This nice walk, you know, brisk walk. So ein schöner, kräftiger Spaziergang. But so there's a serotonin gene and an endorphin gene. Da ist ein Serotonin-Gen und ein Endorphin-Gen. Endorphin make you feel happy, Und Endorphin, da fühlst du dich glücklich, joyful. voll Freude. Yeah. Now, actually, these serotonin gene and endorphin genes are supposed to be activated and stimulated by what? Durch was sollen jetzt Serotonin und Endorphin-Gene stimuliert werden? Exercise. Oh, okay, exercise, huh? Ja, gut, Bewegung. Love, that's right. Love. Durch Liebe, ja, Yeah. That's right. das ist richtig. But this woman was not loved. Aber diese Frau wurde nicht geliebt. And the psychiatrist does not even consider love as a therapy. Und so ein Psychiater betrachtet Liebe noch nicht mal als Therapie. The only psychiatric medicine the doctors were giving her was Nur was die Psychiater ihr gegeben haben,
antidepressant. Das war ein Antidepressiva. You know what antidepressant does? Und wisst ihr, was das macht? For her, that antidepressant was, says when serotonin is produced in our brain, Wenn Serotonin im Hirn produziert wird, serotonin need to be destroyed dann muss das zerstört werden, in a couple of hours later. ein paar Stunden danach, aufgespalten. Because there's a new production of serotonin. Weil ja wieder neues Serotonin produziert wird. Because if you don't destroy serotonin, Denn wenn man das Serotonin dann nicht serotonin level goes up too spaltet, much, dann geht das zu hoch, dieser Spiegel. then you become like this. Und dann geht es einem so. Too much serotonin also can make you very irritable. Zu viel Serotonin kann einen sehr irritierend machen. So that's why there's always a balance. Deshalb braucht es da immer eine Balance. Yeah. So when you're depressed, usually you need more serotonin. Wenn du depressiv bist, brauchst du gewöhnlich mehr Serotonin. So doctors give you some kind of chemical which destroys certain substance in the brain, destroys serotonin. Also man bekommt da ein Medikament, wo bestimmte Substanzen, die Serotonin zerstören, eben gegeben werden. Okay. But, you know, without love, Aber ohne Liebe, so this is sort of very passive treatment, right? das ist eine sehr passive All Behandlung. you want to do is chemically accumulate serotonin Man versucht nur chemisch Serotonin anzuhäufen, rather than anstatt giving love, Liebe zu schenken, stimulate inactivated serotonin gene, right? was jetzt inaktivierte Serotonin-Gene stimuliert. Love is a very active treatment. Liebe ist eine sehr aktive If you Behandlung. give love, Wenn du then Liebe schenkst, serotonin gene which has been inactivated like da this, ist das Serotonin-Gen, was so inaktiviert wurde, going to wake up and then produce more serotonin, das wird aufwachen und mehr Serotonin produzieren. then you're out of depression, right? Und dann bist du heraus aus der That's Depression. right. Das ist But richtig. Aber see, love is like energy, it can stimulate a gene. Liebe ist wie Energie, die die Gene stimulieren kann. So when drug does not do the job, Wenn also jetzt dieses Medikament nicht diesen Job erfüllt, then they decide to give electricity. dann sagen sie, okay, jetzt gibt es eben Elektrizität. Is energy, electricity is energy, right? Elektrizität ist Energie, stimmt? So they want to put a strong amount of energy. Also eine Menge Energie wird dann losgefeuert, Then serotonin gene which has been shrunk like this, was dann jetzt eben zusammengeschrumpft ist, dieses Serotonin-Gen. electricity hits, Elektrizität trifft es the serotonin gene says, whoops, und dann geht's los and produce more serotonin. und produziert mehr Serotonin. This is why suddenly she feel God. Deshalb hat sie sich plötzlich gut gefühlt. Yeah, and I was amazed. Oh, ich war so erstaunt. You know, this is the thing I'm going to do. Das werde ich machen. Then next day she was playing ping pong. Und dann hat sie nächsten Tag Tischtennis gespielt, Happy, und fröhlich gewesen bubbly. und hat erzählt. Yeah. And you know what? Und wisst ihr was? 3 days later, 3 Tage später, she's becoming a little bit quiet. da ist sie ruhiger geworden. 5 days later, Nach 5 Tagen, so. 10 days later, Nach 10 Tagen, so. 2 weeks later, Nach 2 Wochen, same way. da war sie wieder, wo sie am Anfang war. Her gene become tired. Ihr Gen ist müde geworden, Love is not coming in. da kam keine Liebe rein. There's no need for the gene to be active. Und da gab es keinen Bedarf für das Gen, aktiv zu sein. There's no need to be happy. Kein Bedarf, glücklich zu sein. And for the next 1 week, she was, Und für die nächste Woche dann war sie wieder so. she could not even eat. Konnte noch nicht mal mehr essen. Doctors decided to take her back to the EST again. Und dann haben sie wieder zum Elektroschock geschickt. Wieder Peng. Oh. Und dann ging es wieder. Und wieder. Bad cycle. Das ist wirklich ein Teufelskreis. If you repeat and repeat this electric shock, Und wenn man diese Elektroschocks sehr oft macht, eventually it doesn't work either. dann klappt gar nichts mehr irgendwann. And I become very discouraged. Und da bin ich sehr entmutigt geworden. I was asking to myself, Und da habe ich mich selber gefragt, is there any treatment gibt es irgendeine Behandlung, does not have a side effect and the wearing off? die ohne Nebenwirkungen ist? I wish there is a special electrical shock treatment. Oh, ich wünschte mir, dass es da eine ganz besondere Elektroschockbehandlung gäbe.
I was looking for that all the time. Und ich habe ständig danach gesucht. Finally, I found Und schließlich habe ich gefunden, real electric shock treatment, right? die echten Elektroschocksbehandlungen. That's the love coming from gospel. Das ist die Liebe, die von dem Evangelium kommt. And the wisdom, intelligence coming from. Und die Weisheit und die Intelligenz. See, Bible is not just love. Die Bibel ist nicht nur Liebe. Bible has intelligence. Die Bibel hat auch Intelligenz. Not just intelligence, Bible has a new consciousness. Nicht nur Intelligenz, sondern ein neues Bewusstsein. You know, hope is a new consciousness. Hoffnung, das ist ein neues Bewusstsein. You know, I often feel this way. Ich fühle oft so. I have a cancer patient. Ich habe da einen Krebspatienten. He had a stomach cancer and it spread to the lung and spread to the liver. Er hat einen Lungenkrebs gehabt, what was the first one? Lung and liver. Also da war eben schon Metastasen in Lunge und Leber. And he was told to live only 2 more months. Und es wurde ihm gesagt, 2 Monate hast du noch. And he is wiped off. Und er war fertig, fix und alle. You know, the hope stimulates serotonin. Die Hoffnung stimuliert Serotonin. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? So hope is another kind of new consciousness. Die Hoffnung, das ist eine andere Art neues Bewusstsein. And I look at this stomach cancer patient. Und ich schaue mir diesen Magenkrebspatienten an. I say, you know what? Ich sage zu ihm, wissen Sie was? I cannot guarantee you this. Ich kann das nicht garantieren. But there is new treatment. Aber es gibt eine neue Behandlung. The God's love can fix your cancerous gene. Gottes Liebe kann diese Krebsgene einfach stoppen. So I explained this. Und ich habe ihm das erklärt. But some patients says, is that right? Manche Patienten sagen, stimmt And das? they begin to have hope. Und da kommt Hoffnung. And the moment they have hope, Und in dem Moment, wo sie Hoffnung haben, the hope comes as a consciousness, right? da kommt die Hoffnung als Bewusstsein. This new consciousness creates hope, Dieses neue Bewusstsein schafft Hoffnung. and this hope Und diese Hoffnung have a different energy hat eine andere Energie hier and stimulates this inactivated serotonin gene und stimuliert das inaktivierte Serotonin and the endorphin gene, und die Endorphingene. and now they have joy. Und jetzt haben sie Freude Now they have more hope. und mehr They Hoffnung have a peace of mind. und einen Frieden im Herzen. And this peace and hope Und diese Friede und Hoffnung with this new hormone called endorphin and serotonin mit diesen neuen Hormonen Endorphin und Serotonin is stimulating the T cells. stimuliert die T-Zellen. T cell which kills the cancer cell. Die T-Zellen, die die Krebszellen töten. And now this T cell is beginning to destroy the cancer cell. Und jetzt fängt diese T-Zelle an, die Krebszellen zu zerstören. And in some cases we see wonderful miracle. Und in manchen Fällen sehen wir wunderbare Wunder. Supposed to live only 2 more months. Jemand, der nur 2 Monate noch leben dürfte, However, God creates wie auch immer Gott jetzt seine Schöpferkraft gebraucht, new consciousness called hope. da kommt ein neues Bewusstsein, das Hoffnung heißt. Isn't that beautiful? Ist das nicht schön? Beautiful signal transduction. Eine schöne Signalduktion. See, signal transduction is the most hot subject of the molecular biology today. Signaltransduktion ist das heißeste Thema in der Molekularbiologie heute. Until 1982, Bis 1982, this Sangli was simply a man. da war dieser Sangli einfach ein Mann. But when 1982 came, Aber als 1982 kam and when Holy Spirit spoke to me, und der Heilige Geist mich ansprach, gave me the new consciousness. gab er mir ein neues Bewusstsein. With this new consciousness, look at this Noah story. Und mit diesem neuen Bewusstsein schaute ich mir Noahs Geschichte an. Noah lived 960, Noah lebte 960 Jahre. and this new consciousness says, Und dieses neue Bewusstsein sagte, how do you know it is not possible? woher weißt du, dass es nicht möglich wäre? Isn't that interesting consciousness? I never had that kind of consciousness before. Ich hatte diese Art Bewusstsein nie vorher.
It was given to me at that point. Es wurde mir zu diesem Zeitpunkt geschenkt. See, just like a butterfly. Oder diese Schmetterlinge. Yeah. Just like that Haubenlerche. Wie diese Haubenlerche. Haubenlerche. Because the reason why I want to learn this Haubenlerche is when I go to London, I have to say in German. Also wenn ich muss das mit der Haubenlerche jetzt lernen. Wenn ich nach London dann gehe, dann muss ich das auf Deutsch dort sagen. And so that's why I did not, if any human being still does not have this new consciousness, Und ich weiß nicht, ob noch einer dieses neue Bewusstsein hier nicht hat. then he is simply living at the man's level. Da lebt er einfach auf der menschlichen Ebene. He is man. Dann ist er Mensch. He's not living soul yet. Er ist noch keine lebendige Seele. But 1982, Aber 1982, I received a new consciousness, da habe ich ein neues Bewusstsein geschenkt bekommen. the new energy, Die neue Energie, new intelligence, neue Intelligenz, whole wisdom again, eine neue Weisheit. and became, I'm standing, this Sangli stand before you today Und dieser Sangli steht heute vor euch as a living soul. als lebendige Seele. You know, when I explain this way, Und wenn ich das so erkläre, I did a seminar for the Sunday church ministers. da habe ich das in einem Sonntagsseminar für Pastoren gesagt, I declared as a living soul, da habe ich mich als lebendige Seele erklärt, step by step. Schritt für Schritt. They said, Amen. Da haben sie Amen gesagt. Then after the seminar, Und nach dem Seminar, they said, wait a second, Moment mal, we're confused. jetzt sind wir durcheinander. Their theology Da kam die Theologie. cannot accept Sangli standing before you as a living soul. Und konnten nicht akzeptieren, Sangli steht hier als lebendige Seele. To them, soul is up in air somewhere. Für sie ist die Seele irgendwo oben in der Luft. See, that much difference. Das ist der Unterschied. And we do have this kind of wonderful scientific truth. Und wir haben diese wunderbaren wissenschaftlichen Tatsachen. So molecular biology of living soul is. Die Molekularbiologie der lebendigen Seele ist, And we're all cells. wir sind alle Zellen. Whether you believe in God or not, we're same. Ob ihr nur an Gott glaubt oder nicht, wir sind strukturell alle gleich. However, Aber what signal do you receive? welches Signal empfängst du? What kind of signal transduction Welche, process is going on in your cell? welcher Transduktion geht in deinen Zellen? See, that makes entirely different person. Und das macht eine ganz andere Person. Is that exciting? Ist das nicht aufregend? So in New Start program, Also beim New Start Programm, I'm not trying to change the disease. da versuche ich nicht die Krankheit zu ändern. I know Ich weiß, if this patient is still at the man's level, wenn dieser Patient immer noch auf der menschlichen Ebene lebt, when I introduce him to the new consciousness, wenn ich ihn von diesem neuen Bewusstsein Ihnen das vorstelle, the word new consciousness is not very good word, I know. also ich weiß, dieses Wort neues Bewusstsein ist It's sort of, keine it has besonders gute Terminologie. it's sort of smell of the New Age philosophy, right? Das riecht so ein bisschen nach New Age Philosophie, But I'm not, okay? aber so einer bin ich nicht. There's a New Age believe in the false energy. Die New Age, die glauben an die falsche Energie. But New Age does not believe in the personal being. New Age glaubt nicht an ein persönliches Wesen. Therefore, in New Age philosophy, Und deshalb ist in der New Age Philosophie, we human being can use da können wir menschlichen Wesen forces. Mächte benutzen. But in Christianity, Aber im Christenglauben, the forces is a personal being. da ist die Kraft ein persönliches Wesen. He is the creator. Er ist der Schöpfer. Therefore, we cannot control him. Deshalb können wir ihn nicht kontrollieren. Since he is the creator,
Weil er der Schöpfer ist, He only can control us. kann nur er uns kontrollieren. So New Age philosophy is a humanistic philosophy. Die New Age Philosophie ist eine humanistische It's a Philosophie, human-centered. wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Okay, so when I use the word new consciousness, it's sort of a New Age smell. There is a little Wenn ich dieses Wort neues Bewusstsein verwende, dann hat das so einen Geruch von New Age. That's why I get sort of misunderstood sometimes. Deshalb werde ich manchmal missverstanden. So, where was I? Because of this New Age thing, I got lost. A new consciousness, being on the human level. And Yeah, that's right. So, thank you. So when I see my patient, wenn ich also meine Patientin sehe, if he can have a new contact with a new consciousness, wenn er einen Kontakt mit diesem neuen Bewusstsein haben kann, this new consciousness of hope, dieses neue Bewusstsein von Hoffnung, faith, Glauben, then his gene can be changed. dann können seine Gene verändert werden. In the meantime, In der Zwischenzeit, when you have finally new hope, wenn du schließlich neue Hoffnung hast faith, und Glauben, then your gene changes. dann verändern sich deine Gene. As your gene changes, even your appetite changes. Und wenn sich deine Gene ändern, dann ändert sich auch dein Appetit. See, the patient I told you about yesterday, Der Patient, von dem ich euch gestern erzählte, the daughter who wanted her mother to be dead every morning, die Tochter, die sich jeden Morgen wünschte, dass die Mutter doch tot wäre, and she lost hope weil sie die Hoffnung verloren hatte, because of this extreme guilty feeling. wegen diesen extremen Schuldgefühlen. When she heard that Jesus gave her that cup of forgiveness too, Als sie hörte, dass Jesus auch ihr den Kelch der Vergebung geschenkt hat, she has a new consciousness. da hat sie ein neues Bewusstsein. Wow, I have a hope to be saved. Wow, ich habe Hoffnung, gerettet zu werden. Yeah? And that changed her appetite. Und das hat ihren Appetit geändert. Up until that point of time, Bis zu diesem Zeitpunkt, it was so boring to eat healthy. da war das so langweilig, etwas Gesundes zu essen. But now it is joy to eat healthy. Aber jetzt ist es eine Freude, Gesundes zu Taste essen. different. Und es schmeckt anders. It is just like a blue sky looks different. Wie ein blauer Himmel anders aussieht. Blue sky looks blue. Der blaue Himmel sieht blauer aus. When you're depressed, the blue sky looks dark, Und wenn man deprimiert ist, dann sieht der blaue Himmel auch dunkel aus. That's the appetite. Same with the appetite. Das ist das Gleiche mit dem Appetit. God's fruits, vegetables, Gottes Früchte und Gemüse has wonderful taste in it. hat einen wunderbaren Geschmack drinnen. But it's relative. Aber das ist relativ. If you are joyful with God, Wenn du dich freust über Gott, and that taste is appreciated by your new appetite, und da wird der Geschmack auch von deinem neuen Appetit geschätzt. with a newly created appetite, Mit einem neu geschaffenen Appetit. I call it original appetite. Ich nenne das den ursprünglichen Appetit. But if you keep on maintaining Aber wenn du den erhalten kannst, the altered, adulterized appetite, dann wird der verdorbene Appetit, that's why we call ourselves adults. deshalb, das ist jetzt ein englisches Wortspiel, ja. Because all we have is an adulterized appetite. We don't have that word game in German. Oh, really? No, we can't do that. Sorry. Ja, das Wortspiel kann man nicht im Deutschen nachvollziehen, leider. Not even close. Oh, how about altered? You can just alter. Verändert. Naja, wir And haben then ein, explain in English word adult. also wenn man jetzt im Englischen sagt, ein Erwachsener, das ist ein Adult, ja. Und ein adulterous Appetite, das wäre jetzt ein verdorbener, ehebrecherischer Appetit zum Beispiel, ja. Und er sagt, naja, also wenn wir erwachsen sind, dann haben wir eben so einen adulterous Appetit, ja. Also das wäre dann verdorben. Aber Gott möchte uns das ursprüngliche wieder schenken. Yeah, it's a altered appetite versus original appetite. Also ein veränderter Appetit gegenüber dem ursprünglichen Appetit. So it changes. Das ändert sich. They become happy. Und wir werden froh. Yeah. And as she has a new consciousness, Und wenn sie ein neues Bewusstsein hat, this new energy of life, da ist diese neue Lebensenergie and revives her genes,
belebt ihre Gene and also the gospel, the wonderful good news coming from the Bible. und auch das Evangelium, die wunderbare gute Nachricht aus der Bibel. Before, all the sermon did not sound interesting at all. Vorher, da haben sich die Predigten gar nicht weiter interessant angehört. She didn't have any appetite whatsoever for the gospel. Sie hatte überhaupt keinen Appetit auf das Evangelium. Now the new appetite is created. Und jetzt wird ein neuer Appetit geschaffen. Her appetite becomes so strong to know about God. Und ihr Appetit wird so stark, über Gott wissen zu wollen. It's a spiritual appetite Das ist ein geistlicher Appetit. and this biological appetite Und dieser biologische Appetit, all the hand in hand. die gehen Hand in Hand. So that's why Und deshalb I'm in New Start program. bin ich im New Start-Programm I'm focusing und konzentriere mich on relationship between patient and God first. zuerst auf die Beziehung zwischen dem Patienten und Gott. Patient usually come to me to heal his disease. Der Patient kommt meistens zu mir, um seine Krankheit zu heilen. But then when he arrives, Aber wenn er ankommt, we focus together da setzen wir uns zusammen for the healing of the person, und da geht es um die Heilung der Person, healing of the gene. Heilung der Gene. And as she become new person, Und wenn sie ein neuer Patient dann wird, become living soul, eine lebendige Seele, then disease cannot stay. dann kann die Krankheit nicht bleiben Diseases begin to disappear. und sie verschwindet. And you can see God's process of recreation. Und man kann Gottes Prozess der Rekreation sehen, der So Wiederschöpfung. healing process is recreation process. Also der Heilungsprozess ist eigentlich ein Wiederschöpfungsprozess. Isn't that beautiful? Ist das nicht schön? So we are entitled to do this beautiful work. Wir sind aufgerufen, dieses schöne Werk zu tun. Yeah. In his new consciousness, In diesem neuen Bewusstsein. we're newly created again. Da werden wir wieder neu geschaffen. That's healing. Das ist Heilung. And that understanding is, Und dieses Verstehen ist and the true understanding of the first angel's messages. ein wahres Verständnis der ersten Engelsbotschaft. Worship God, Bete Gott an, who is the creator. der der Schöpfer ist. Amen. Amen.